So, da sind wir wieder. Hier habe ich jetzt instabile Kreaturen. Ich glaube, das wollte Ronny beim letzten Mal erklären, auf jeden Fall. Wolltest du es nicht erklären? Genau. Ja, genau. Hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben und zwar wollte ich euch erklären, was es mit diesen großen Punkten am Rande auf sich hat. Diese großen Punkte, Fran kann ja auch mal ein bisschen am Rande entlang sich hangeln. Ich hangel. Und immer mal die Maus über diese großen Punkte gehen und meinetwegen hier, ich weiß nicht, ob du schon altehrwürdiges Band gefunden hast. Das ist so ein Punkt relativ weit außen. Da bin ich, ja, habe ich. Genau, hier steht dann zum Beispiel, einige Fertigkeiten verursachen keinen Schaden. Erlaubt gleichzeitig Kontrolle von einem zusätzlichen Totem. Also alle diese Punkte, die ihr da ganz außen am Rand habt, verändern euren Spielstil enorm. Also zum Beispiel hier mit diesem altehrwürdigen Band könntet ihr zum Beispiel mit diesen Skills, die Fran jetzt andauernd benutzt hat, diesen Frostpuls oder wie das hieß oder den Feuerball, der würde dann überhaupt keinen Schaden mehr machen. Aber wenn man Totems benutzt, zum Beispiel ein Totem, was Feuer speit oder sowas, davon könnte man dann 2 nehmen. Sprich, seinen Schaden über diese Totems quasi mit nur einem Punkt investiert verdoppeln. Und all diese Punkte haben irgendeine ganz besondere Besonderheit. Wenn Fran jetzt weiter nach unten geht, kommt irgendwann resolute Technik zum Beispiel. Ja, genau. Da steht jetzt, Gegner können euren Treffern nicht ausweichen. Ihr erzielt keine kritischen Treffer. Bedeutet im Klartext, wenn ihr, so wie ich, dann irgendwann mit Waffen hantiert und so einen Schlag auf den Boden macht oder was auch immer, jeder dieser Versuche anzugreifen hat eine gewisse Chance, dass er nicht trifft. Und mit diesem Skill zum Beispiel könnte man dann quasi, nur mit dem einen Skill könnte man dann quasi immer treffen, aber man würde nie einen Crit landen. Okay. Macht Sinn, ja. Und davon gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir am Ende noch so 1, 2 Punkte davon wirklich in unserem Gameplay benutzen. Müssen wir mal schauen, was dir dann am besten gefällt vom Spielstil her. Ich habe mir schon so ein bisschen was überlegt, was ich tue. Bei mir wird jetzt keiner der Punkte außer einer eine kleine Rolle spielen. Aber das würde ich dann erklären, wenn es soweit ist. Ich werde einfach mal schauen, wohin es mich verleitet, weil ich noch nicht so richtig den Durchblick habe. Ja, das ist auch überhaupt kein Problem. Also am Anfang einfach spielen, gucken, was einem gefällt, was für Skills einem gefallen. Ich meine, am Ende kann man sich immer noch aus dem Forum, habe ich noch gar nicht erklärt, es gibt pathofexile.com. Ist zwar alles in Englisch, aber da kann man im Forum sich Guides raussuchen, wonach man spielen kann. Also da ist dann für jede Klasse gibt's verschiedene Guides und da kann man sich dann einen aussuchen, nach dem spielen und so kann man dann auf jeden Fall den ganzen Content des Spieles einmal erleben. Krass. Na gut. Aber wir hatten uns ja entschieden, wir spielen jetzt einfach mal drauf los, wir gucken, was so passiert und ja, ich werde mich auch ein bisschen darum kümmern, dass ich dann zur Not den nötigen Schaden mache oder so, so dass wir ein bisschen weiterkommen. Aber ich werde dich auch so ein bisschen darin drängen, dass du auch genügend Schaden machst, so dass du nicht nur daneben stehst. Meinst du, ich bin nicht gut genug, ja? Ja, doch, du bist die beste Spielerin, die ich kenne. Mir fällt jetzt gar kein Lob mehr ein, aber wir spielen weiter, ne? Wir spielen dann mal weiter. So, wohin geht's denn? Die Unterwasserpassage oder? Genau, da waren wir stehen geblieben, hatten dann festgestellt, dass wir noch unsere Belohnung abholen können. Achso, nee. Achso, müssen wir jetzt nicht noch warte mal. Reißen nach Löwen, Auges Wacht müssen wir doch. Ja, zurück. Hier drüben. Mensch. Der Stress. Ja. Der Stress. Es gibt immer was zu tun. Oh, genau, Tali du kannst jetzt einfach. Genau. Da hatten wir die Höhle da von den ganzen Monstern befreit und da gibt jetzt Tali uns eine kleine Belohnung. Zeug. Also was hast du jetzt zur Auswahl? Ich habe zur Auswahl Frostbombe, Gewittersphäre,
Flammenschädel beschwören und Verseuchung. Und 2 davon kosten mich jeweils 12 Mana kosten. 12 Mana. Kosten mich 12 Mana. 1 kostet mich 4 und 1 kostet 7. Also ich sag mal so, keiner dieser Skills ist jetzt wirklich super gut. Du hast eigentlich Skills, die jetzt erstmal ausreichen. Es wird dann auch bald ein Punkt kommen, wo wir bessere Skills kriegen, sowohl du als auch ich. Von daher würde ich an deiner Stelle jetzt erstmal mit den Sachen weitermachen, die du schon hast. Also Frostbombe ist nicht wirklich gut. Genau, das wollte ich jetzt nehmen. Okay. Ja gut, was würdest du denn sagen? Ich habe mir die anderen Sachen nicht gemerkt. Kannst du es nochmal sagen? Gewittersphäre, Flammenschädel beschwören oder Verseuchung. Dann nimm das mit dem Beschwören, weil dann können wir dann auch mal zeigen, wie das mit den Minions beschwören funktioniert. Minions? Ja, also du kannst ja immer so kleine Begleiter herbeibeschwören, die dann für dich angreifen, sozusagen als menschliche Schutzschilde agieren, sodass du im Hintergrund dann noch mehr Schaden auf die Gegner machen kannst. Okay. Das ist so ein bisschen der Sinn hinter Minions. Dann mache ich erstmal hier... Wieso kann ich das da nicht reinlegen? Ich habe ein Buch der Reue bekommen und kann es nicht in meine Truhe reinlegen. Ja, diese Skillbücher oder diese Bücher der Reue kannst du einfach nur verwenden und es ist auch gar kein Nachteil, die direkt zu verwenden. Also einfach Rechtsklick darauf. Ach so. Und jetzt hast du 2 von den Wiederherstellungspunkte für den Skillbaum bekommen. Wie heißen die? Korrekturpunkte. Korrekturpunkte, genau. Also wenn du dich einmal irgendwie verskillt hast oder ein Skill dir nicht gefällt, du den austauschen möchtest, dann kannst du mit einmal P gedrückt in den Fertigkeitenbaum wechseln und diese passiven Fähigkeiten oben rechts dann Punkte korrigieren, 2 Punkte rausnehmen, neu verteilen und dann Okay. neue Skills auswählen. Passive Fähigkeiten, ja. Okay, so. Also, wohin geht's jetzt mit uns? Ich frage nur mal, ist dein Inventar relativ leer? Ja. Okay, weil sonst sind wir dann in 2 Minuten wieder voll und müssen zurück. Deswegen frage ich nur. Warte, ich kann ja mal hier einfach mal... Gibt es eine Möglichkeit außer Drag and Drop, dass ich irgendwie eine Taste nur halte und dann quasi das direkt rüber geht in die Truhe? Weißt du, was ich meine? Steuerung Linksklick. Ach. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann... Ich sehe nur gerade, dass ich Mist gebaut hatte vorhin, weil als wir uns vorbereitet hatten auf die Aufnahme, hatte ich schon mal ein bisschen was bei mir geändert, damit ich das dann nicht machen muss. Hab jetzt gemerkt, dass ich da einen kleinen Fehler gemacht habe, deswegen muss ich gerade nochmal zurück. Bist fertig, ja? Schauen gerade, ja. Jetzt bin ich bereit, bin in den Unterwasserpassagen und es kann weitergehen. Ach so, jetzt rennst du auch noch einfach vor. Ja. Ach so. Puh. Erstmal ganz sicherstellen, dass du das auch bist. Ja. So. Übrigens kann ich jetzt noch zeigen, ich habe zum Darstellen mir noch ein paar andere Skills besorgt, die ich zeigen kann. Und zwar für den Start sind, wie heißt es, die Brandfalle. Das ist das hier. Macht einfach Schaden auf die Gegner. So eine kleine Falle, wo Gegner reinlaufen und dann macht es Feuerschaden. Ich weiß gerade gar nicht, was davon du warst und was davon jetzt ich war. Weil wir gleichzeitig irgendwie... Wir können jetzt ja mal, wenn die Gegner weg sind. Ich mache jetzt einfach mal die Brandfalle hier vor uns. Da. Das ist so eine kleine Falle. Wenn da jetzt ein Gegner reinlaufen würde, bei dir löst sie nicht aus, Ja. aber dann würde die Falle quasi auslösen und Feuerschaden auf die Gegner machen. Das ist ein relativ bekannter Skill, den viele benutzen, wenn sie am Anfang unterwegs sind. Gerade wenn sie ein bisschen schneller durch das Spiel durch wollen, um halt Richtung Endgame zu kommen. Das wird gern benutzt. Oder auch das Flammentotem. Das ist dieser kleine Geselle. Der würde dann auch, wenn Gegner in der Nähe sind, so ein bisschen Feuerschaden auf die Gegner machen. Okay, die beiden Skills. Nee, red ruhig.
Ich wollte nur sagen, dass ich die beiden Skills jetzt im Laufe der Zeit noch ein bisschen einsetzen werde, so dass es ein bisschen schneller vorangeht. Okay, weil ich hatte jetzt das gemacht. Genau. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Flammenschädel. Flammenschädel beschwören, okay. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Skill, gerade gegen große Gegner. Also wenn wir irgendwann mal, was vielleicht bald passieren wird, auf einen großen Gegner treffen, ist diese Flammenschädel wirklich gut. Okay. Sehr schön. Zeug. Eisenhelm. Boah, ich bin auch so, ich renne auch direkt rein, ne? Obwohl ich gar nicht so viel Abwehr habe. Clever, Also, wie ich bin. Ja, für dich wäre es wirklich besser, so ein bisschen aus der Entfernung. Weil Hexen sind ja bekanntlich jetzt nicht die großen Kämpfer. Ich habe eine Schriftrolle des Portals. Das ist gut. Kann man immer gebrauchen. Was war denn das nochmal? Oh, ein Gegner. Nee. Mann, bin ich blöd. Oh, ein Gegner. Gut. Clever. Weiter. Mal so nebenbei erwähnt, man hat in jeder Zone, gerade in dieser und auch anderen, immer die Chance, sich arg zu verlaufen. Ich kenne jetzt meistens immer den Weg schon so grob, weil habe das Spiel, wie gesagt, locker 1000 Stunden schon gespielt. Gott. Von daher kenne ich so ein bisschen den Weg. Wir sind jetzt in einer Zone für eine optionale Quest, und zwar die überschwemmten Tiefen. Da hat uns Tali hingeschickt. Ich weiß nicht, ob du die Quest auch hast. Ja. Tötet den Bewohner der Tiefe. Genau. Das machen wir jetzt einfach mal. Kriegen dafür nämlich eine tolle Belohnung. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich gucke irgendwie gar nicht momentan, ob was gedroppt wird. Ist er das hier? Der Tiefe. Genau. Also hier kannst du zum Beispiel mal deine Flammenschädel, genau, perfekt. Da ist er. Einfach immer weiter beschwören, so dass ganz viele kommen. Vielleicht ein bisschen weglaufen. Ja. Kann ich. Nicht. Mein Gott. Oh, ich kann da rein und rauszoomen, sehe ich ja jetzt erst. Oh Mann. Ja. Oh Mann. Und der ist kaputt. Gut gemacht. Sprecht Tali auf die Belohnung an. Du kannst dir zum Beispiel mal die Rohlederstiefel nehmen, die könnten gut sein für dich. Ich weiß nicht, ob du schon einen Brustschutz hast. Ich habe eine Panzerweste, ja. Ich glaube, dann wäre die einfache Robe für dich besser, die hier liegt. Ist zwar weiß, aber hat auch 3 Verlinkungen. Was ist denn ein Ausweichwert? Weil die Panzerweste hat einen Ausweichwert von 27 und Rüstung 27 und macht mir 9 zu Stärke, 18 zu maximalen Leben, plus 9% zu Feuerwiderstand und plus 11% zu Kältewiderstand. Und die einfache Robe hat ein Energieschild von 12. Genau. Also es gibt Ausweichchance oder wie ist das genau? Wert? Ausweichwert, Energieschild und Rüstung. Das sind so die 3 hauptdefensiven Sachen. Also die Rüstung ganz klar für mich. Also Rüstung reduziert einfach den physischen Schaden, der eingeht. Der Ausweichwert ist so eine Prozentsache, sag ich mal. Also je mehr Ausweichwert du hast, wird erstmal von diesem Ausweichwert abgezogen, was du gerade an Schaden erleidest. Und irgendwann, wenn dein Ausweichwert aufgebraucht ist, erleidest du den nächsten Treffer komplett als Schaden. Das ist so Ausweichwert, ganz grob erklärt. Und Energieschild ist einfach nur so wie dein Leben. Also du siehst ja unten links, du hast dein Leben und Schild. Ich weiß nicht, aber dann scheint mir die Panzerweste trotzdem besser. Wie zeige ich dir denn das nochmal? Enter?
Enter. Nee, zurück. Erstmal I, dann Enter. Ja, I habe ich noch offen. Inventar habe ich noch offen. Okay, und dann Steuerung Linksklick. Nee, Steuerung Alt, Linksklick. Nee, warte mal, wie spreche ich denn dich jetzt nochmal an? Prozentzeichen für Gruppe. Und Steuerung Linksklick. Steuerung Alt, Linksklick. Dann habe ich nämlich erstmal das und. Ups. Das ist einfach nur eine einfache Robe, weiß, hat aber 3 Verlinkungen. Und das ist die Panzerweste. Ja, also da sehe ich jetzt Leben zum Beispiel, ist am Anfang sehr wichtig. Also je mehr Leben man hat, klar, umso mehr Treffer kann man einstecken. Und Feuerwiderstand und Kältewiderstand ist auch elementar wichtig. Das war jetzt ein kleines Wortspiel, weil es sind Elementarwiderstände. Wenn du mal auf diesen Pfeil da gehst über Menü und Charakterauswahl. Ja. Und gehst dann mal auf den Tab Defensiv. Ja. Hast du da alle Sachen, die du gerade irgendwie besitzt an defensiven Fertigkeiten? Und da ist mittig unten, siehst du Feuerwiderstand, Kältewiderstand, Blitzwiderstand. Ja. Es ist immer empfehlenswert, diese Werte so hoch wie möglich zu haben. Weil Elementarschaden ist neben physischen Schaden wirklich relativ hoch im Spiel. Gerade wenn es dann in die späteren Regionen des Spieles geht. Und man kann diese Werte bis auf standardmäßig, lass mich lügen, auf 75 hochbringen. Also 65% Widerstand. Das kann man über Rüstung, so wie du deine Panzerweste da hast, erreichen. Also da Feuer, Kälte und Blitzwiderstand drauf haben. Es gibt aber auch in Fertigkeitenbaum Skillpunkte, die das besitzen. Okay. Und es ist immer empfehlenswert, darauf zu achten, dass man diese Elementarwiderstände wirklich hoch hat. Also soll ich die einfache Robe deiner Meinung nach doch wieder... Ja, also in deinem Fall ist es doch besser, wenn du jetzt weiter mit dieser Kettenrüstung arbeitest. Okay, ich lasse erstmal drin, vielleicht kann ich sie ja danach verkaufen. Ja. Gut. So, für uns ist es jetzt kürzer, wenn wir einmal den Weg über die Stadt nehmen. Und zwar hast du ja gerade so eine Portalschriftrolle aufgesammelt. Die können wir jetzt benutzen. Rechtsklick. Subi. Dann können wir jetzt können wir uns auch direkt unsere Belohnung abholen. Yes. Tali. Buch der Fertigkeiten. Gewährt einen passiven Fertigkeitspunkt. Und das wollen wir natürlich, weil so werden wir stärker. Ja, siehst du, ich muss mich jetzt hier mal weiterhin irgendwie entscheiden gerade. Ich habe jetzt nämlich 2 Punkte. 2 Punkte. Ja. Ich bin... Das ist bei Herrschaft des Okkultisten bestimmt, ne? Richtig, genau. Du kannst dich jetzt entweder entscheiden, du gehst weiter in die Schadensrichtung. Das ist quasi die Richtung, aus der du gekommen bist, einfach weitergehen. Da müsstest du dich dann entscheiden, für welche Schadensart. Oder du gehst direkt horizontal nach rechts. Ja. Und zwar hast du da oben Mana und Leben und dann Herz und Seele. Also ja, ich sage, macht auf jeden Fall auch Sinn. Die sichere Variante ist, du gehst nach rechts und holst dir noch ein bisschen Mana und Leben, so dass du ein bisschen mehr aushältst, und im Prinzip ist es ja auch eine Art Schadenserhöhung, weil du deine Skills mehr benutzen kannst. Hast du auch recht. Gut, habe ich so genommen.